So technology is one thing, people is yet another. The people are the ones, the users that will work with the software at the end of the day. And that is a challenge because you want to spark enthusiasm in your staff. The possibilities the digital world offers. You want your staff to be more agile, more efficient. You want them to have time for the things that are really necessary, both professionally and privately. So how do you lead? Leading is a matter of verbal communication, but also non-verbal communication. And if you know what you're doing in a non-verbal world, there are things that you can't even imagine. He is an author, a speaker, and an expert for the power of thinking. In his presentations, he connects body language, suggestion, and manipulation in a unique way. Here's your next speaker. He will not only share motivation with you, enthusiasm, but also secrets. In order to understand, you need to understand your own way of thinking first. One thing is clear, after this keynote presentation, reality will not be enough for you anymore. A warm welcome to the Development Forum 2021, Thorsten Havener. Good morning and welcome everyone. I am so happy to have so many viewers connected to this forum here today. The question we will look at over the next 30 minutes is this: how can I read, interpret the behavior of other people, and how can I guide their thoughts and nudge them in the direction I want to? These are questions which are important not only for in-person communication, but also for digital communication. And before I start by explaining the theory behind it all, I suggest we start with a practical exercise. All of you can join in front of your screens. It's easy. You don't need anything except your right foot. From your point of view, the right side is that one. So wherever you might be, whatever you might be doing, whether you're sitting or standing, take your right foot and turn it clockwise. Your right foot, the right feet of all of the participants are turning clockwise. While I'm talking to you, keep it up, keep it up. While your right foot is making circular movements, take your right index finger, point in my direction, while your foot is still making movements, and now write a 6, the number 6. Write it, use your index finger and write a 6, and watch what your foot does. It's amazing, isn't it? That is such a surprise, but that is one of the laws of body language, which means energy follows attention. What does that mean now? I focused on something new with my thoughts. This new focus will find its expression somewhere in my body or on my body. Where? We will look at that over the next minutes. But one thing is important for you to note. By looking at the direction of the circular movement of your foot, I could have predicted whether you draw a 9 or a 6 in the air. Another exercise. I invite you to join. Again, wherever you are, whatever your position is right now, please follow my lead. Take your right arm, just like that, stretch it out, stretch it away from your body. Go ahead and do it. And now look at the posture of your arm. I told you to stretch it away from your body. Had I told you something else, you would have followed my verbal, you wouldn't have followed my verbal lead, you would have followed my example, because that's the thing, we don't follow the verbal instruction, we rather copy what we see, and that is the second thing you need to recognize or realize when you observe other people. What does my body language convey
and what is reflected in their behavior. There are no limits, no boundaries between what I utter in terms of body language, what I communicate with my body, and what the other person will do by way of copying, reflecting. And if you just take these two laws, energy follows attention, and there are no boundaries, no limits, then if you master these two, you will be surprised at the success and results you will achieve. Now, unfortunately, this forum this year is digital. We would be able to do so much more if I was talking in front of a live audience. But let me tell you the digital potential. Let me talk to you about the digital potential in terms of communication and body language. So when you talk to someone, don't only observe what that person is communicating, but how. Let me give you an example. A few years ago, many years ago, I was 13 years old, I think. I was 30 years old, I believe. And I was still working as a magician. And I came up with something special. I was so committed. I was still young. I was wondering, what can I do? What kind of magic trick can I do? And I asked a lady to come up to the stage and stand right next to me. And I gave her a game of cards. I asked her to look at the cards. And I just wanted to start the moderation, the introduction to my magic trick, when I saw that this lady, well, was mixing the whole card game, was shuffling the whole card game. She shouldn't have done that. She wasn't supposed to do that. But then she looked at the cards. And then she took an individual card, remembered it, put it in her pocket. And the other cards she hid in front of her body. And then she looked at me and said, right, now do tell me which card I've just put in my pocket. Wow, I wasn't able to do that. Impossible. But I had an idea. I looked at her and I said, you know, I'm not going to do that. However, from your body language, I can tell that you're skeptical. You're someone who has difficulties to approach other people, to open up to other people. You're rather an introvert. It's typical for a Taurus. I can't tell you the card, but I'm pretty sure that your sign is Taurus. And she almost dropped the cards because she was Taurus. That was her sign. And what this lady doesn't know, up to this day, she wore a necklace. And the necklace showed her sign. And to me, that was a key moment because I realized, wow, once I start to closely observe other people, interpreting their behavior, and if these people then tell me non-verbally something I can't know, then I get them by surprise. And then I have this surprise moment afterwards, of course. It became very clear to me that by choosing this lady at this young age, I was wrong. All of those non-verbal clues I wasn't able to read back then. I either wasn't able to read them or ignored them. I don't know anymore. And in hindsight, I know it wasn't her fault that she behaved the way she behaved. She was afraid. She was scared. And another thing became clear to me. I put her in a position up on a stage in front of so many people. I confronted her with her biggest fear, with the biggest fear of human beings. The biggest fear of human beings is to stand in front of a group and to speak to that group of people. That is amongst the 10 biggest fears. It's the number one. And it's surprising to me because number 2, in second place, is death. Death is only second place. If that study is true, when you go to a funeral, the person inside the casket is much better off than everyone else who's watching or speaking, for that matter. I didn't know that beforehand. But what I want to say with that example is, if I don't read the signs, these people are not doing anything wrong. I am wrong. If I don't read them correctly, if I don't interpret their body language correctly, I cannot get the best out of them. So to lead, first and foremost, means to understand the other person, to relate to them, to interpret. So my perspective is one thing, but how could someone else view the situation? So that brings me to the second part of my presentation. Many people don't know that. But there is a rule, a simple rule with 3 steps for body language. What is it based upon? Well, everything is created twice. Once in your mind and then in reality.
So, for someone who's learning to read body language, that means first there is a thought. Behind this thought, there is an emotion. And this emotion then, at some point, will translate into body language, which means your inner mindset, your inner attitude translates into your outer, your external behavior. We don't know what somebody's thinking, but we can read what somebody's feeling, what the emotions are of that person about the topic. So the emotional layer, the emotional level is closely connected to the content, to the information level, but I can only read someone and I can only lead someone if I know all of the levels. So 3 steps, meaning there is a thought. Maybe, yes, I do agree to this. Secondly, emotion. And the emotion is then communicated non-verbally. Smiling, nodding your head, or something like that. And then, only as a third step, you verbally say what you're thinking. So 3 steps. Thought, body language, spoken language. The body speaks before your mouth speaks. Just imagine you propose something to someone, and if that person agrees, he or she will say, yes, good idea. And have you realized what I just did? That person will nod their head before they start to talk. Great idea, they will say. Wrong. If they don't agree, they will say, yes, good idea, verbally first, and then they will nod. And that shows you that reaction is not truthful. They hesitated for a second and they started to verbalize their thoughts before they communicated them non-verbally. And with that in mind, you now know every time whether someone is really happy to see you or not. At first, there's the thought, then the person will smile, and then the person will say, great to see you. So, it would be totally wrong to say verbally, nice to see you, and then smile. Because you can read that, and you can use that to your advantage. Of course, you're free to observe that in others and read them, but also apply it yourself. If someone looks at you and says, nice to see you, and then, only then starts to smile, then you'll realize that person is not really happy to see me. So that's one thing that is easy for you to learn, the 3 steps of body language. Second rule, there are 2 basic building blocks of body language, and these are open gestures and closed gestures. And here too, let's try and do that interactively and do an exercise together with you. It's easy. Now think about something, think about a moment when you ate something that you really liked. You liked the taste of it. What was it like? You put something in your mouth, food or drink, and it was really good. And with this thought, go inside your body, look at your posture. What's your posture like? How are you sitting or standing at this very moment? Are you relaxed or tense? I'm pretty sure that in a moment when you're thinking about something that you liked, I'm thinking you are relaxed, I'm thinking you're smiling, maybe I've taken you back to this moment and your body language changes. And now we will change our thoughts. Think about a moment when you ate something you didn't like at all. It was terrible. And come back to that moment. Feel it. What did it taste like when you put it in your mouth and it didn't taste like anything? It tasted terrible. Go consciously back to that moment. What's your sitting posture right now? How do you feel? What does it feel like when you think about something you didn't like at all? Well, I suppose that your body posture is tense. Somewhere there will be tension. Maybe you pressed your lips together, maybe your shoulders were tense at this very moment, and that's the second reaction to a thought that is your bodily reaction to a thought you don't like, and that makes you tense. And these are the 2 basic building blocks of body language. We can't do anything but being relaxed or being tense.
wenn wir etwas Unangenehmes denken, wenn die Emotion so ist, wie wir uns das nicht vorstellen, entspannen wir an. Und wenn wir eine gute Emotion fühlen, dann entspannen wir. Und körpersprachlich bedeutet das, offene Gesten sind ein Zeichen von Entspannung und geschlossene Gesten sind ein Zeichen von Anspannung. Das heißt, mit diesem Wissen jetzt können Sie genau gucken, wo sind die Grundbausteine, wann macht mein Gegenüber auf und wann macht mein Gegenüber zu. Im Gesicht entsprechen offene Gesten einer Bewegung nach oben. Die Augen werden groß, das Lächeln geht nach oben. Ja? Die Augenbrauen werden vielleicht nach oben gezogen. Bewegungen nach unten entsprechen einer geschlossenen Geste. Die Augen gehen zusammen, die Augen gehen nach unten, der Mund geht so nach unten, die Lippen werden schmal. Das sind Entsprechungen einer geschlossenen Geste. Und das ist, wie gesagt, nicht der genaue Gedanke einer Person, aber das ist immer die Emotion, die hinter einem solchen Gedanken steckt. Das heißt, wir erkennen an der Körpersprache die Emotionalität des anderen. Wenn Sie herausfinden wollen, wie der andere so drauf ist, dann achten Sie zum Beispiel mal auf die Reihenfolge der Bewegungen oder aber auf offene und geschlossene Gesten, auf offene Körperhaltung oder geschlossene Körperhaltung. Mit diesen beiden Bausteinen und viel mehr kann man in guten 20 Minuten auch tatsächlich kaum machen, haben wir schon die beiden grundlegenden Mittel an der Hand, die wir tatsächlich beobachten können. Und am besten rausfinden kann man es, indem man zum Beispiel über ein neues Thema spricht. Das heißt, Sie fangen ein neues Thema an und schauen Sie mal, ändert sich denn die körpersprachliche Haltung in Bezug auf dieses neue Thema? Denn auch hier, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Sie fangen ein neues Thema an und der andere lehnt sich zurück und macht die Augen so zu, verschränkt die Arme. Aha, der verschließt. Die Emotion ist unangenehm. Sie fangen ein neues Thema an, der andere lehnt sich nach vorne und nickt vielleicht, während Sie nicken. Aha, offene Geste, da ist eine offene Haltung. Jetzt kommen wir mal dazu, wie wir das Ganze nutzen können, um andere Menschen zu führen. Ich sage ganz bewusst führen und nicht Manipulation, denn Manipulation hat immer auch mit Täuschung zu tun. Es geht mir nicht darum, dass Sie lernen, andere hier jetzt zu täuschen. Es geht mir darum, dass Sie den anderen genau wahrnehmen und einfach mal vielleicht mit den beiden Sachen, die wir gerade besprochen haben, genau beobachten. Reihenfolge der Gesten und offene und geschlossene Gesten. Sich in den reinfühlen und genau gucken, wie ist er denn jetzt drauf? Dann können wir beginnen, die Führung zu übernehmen und zu schauen. Ich gleiche mich zum Beispiel körpersprachlich an. Eine meiner Lieblingstechniken dabei ist, wir haben es bei dem Arm schon gesehen, wir machen, was wir sehen und wir machen nicht das, was wir hören. Das heißt, Körpersprache spielt deshalb auch so eine unglaublich große Rolle, weil wir als Menschen machen gewöhnlich, was wir sehen. Wir machen nicht das, was wir hören. Das heißt für Sie, wenn Sie andere Menschen führen wollen, dann müssen Sie denen in der Regel vormachen, was die machen sollen. Einfach erzählen reicht. Also angenommen, Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter pünktlich kommen, dann hilft es unglaublich, wenn Sie selber pünktlich sind. Oder angenommen, Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter ganz exakt und ordentlich arbeiten, dann hilft es unglaublich, wenn Sie selber ganz exakt und ordentlich arbeiten. Und angenommen, Sie haben Kinder und Sie wollen, dass die ordentlich essen, dann dürfen Sie nicht selber über den Teller hängen wie ein Schwein. Das ist halt immer so. Wir machen, was wir sehen. Wir machen nicht das, was wir hören. Für Sie bedeutet das, wenn Sie zum Beispiel Begeisterung hervorrufen wollen, dann hilft es unglaublich, wenn Sie selber begeistert sind. Wenn Sie überzeugend wirken wollen, dann hilft es unglaublich, wenn Sie selbst überzeugt sind. Der Überzeugte überzeugt am besten. Und das heißt, wenn Sie wirklich begeistert sind, dann wird sich das körpersprachlich äußern. Zum Beispiel, wenn wir von was total überzeugt sind und wir erzählen, dann nicken wir normalerweise, während wir das erzählen. Also wenn wir von einem Vorschlag total begeistert sind, dann werden wir meistens sagen, muss doch zugeben, das ist ein super Vorschlag. Das können Sie sich merken. Diese Nicktechnik ist eine der besten Techniken, um andere Menschen zu führen. Ich liebe das. Ich sage zum Beispiel, wenn ich abends ins Kino gehen möchte, sage ich zu meiner Frau, wir könnten noch heute Abend ins Kino gehen. Merken Sie? Aber nicken Sie ein bisschen. Jetzt probieren Sie das mal aus. Probieren Sie mal jetzt, wo Sie gerade sind, zu nicken. Und während Sie nicken, versuchen Sie mal zu sagen, nein. Und dann werden Sie merken, das funktioniert nicht richtig, denn körpersprachlich sagen Sie schon ja. Und Körpersprache und Gedanken hängen miteinander zusammen. Das heißt, Nein zu denken und Ja zu sagen verursacht Stress. Das machen wir nicht gern. Die zweite Sache der Menschenführung. Jetzt haben Sie das schon mal, ne? Mit dem Körpersprachen, also offene Gesten überzeugen, nicken, während Sie was erzählen. Vollkommen klar. Jetzt können wir es noch miteinander verbinden mit verbaler Menschenführung. Zum Beispiel. Ich
Ich bin ja normalerweise, wenn die Situation das hergibt, mit einem Abendprogramm unterwegs. Das heißt Feuerproben. Da kommen ständig Gäste aus dem Publikum kommen nach vorne. Auch in meinen Keynote-Vorträgen ist das immer extrem interaktiv. Das heißt, wenn ich Gäste da sitzen habe, dann kommt immer wieder mal einer nach vorne und ich zeige da was. Am Anfang, vor vielen, vielen Jahren, wie gesagt, mit 13 habe ich angefangen, so um die Zeitraum war das auch, dass ich angefangen habe, Gäste nach vorne zu bitten. Habe ich zum Beispiel gesagt, kommen Sie bitte nach vorne. Und ich kann mich noch gut erinnern, als Jugendlicher, kommen Sie bitte nach vorne. Und die entsprechenden Gäste haben gesagt, nee. Dachte ich mir, okay, habe ich vielleicht nicht genau hingeschaut, versuche es mal hier drüben, kommen Sie bitte nach vorne. Nee, auch nicht. Ich sage Ihnen, das waren am Anfang sehr lange Abende, bis ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich was von jemandem will, dann hilft es unglaublich, Verknüpfungen herzustellen. Und nicht nur eine Bitte zu äußern, sondern zwei. Das mache ich seitdem mit größtem Erfolg. Ich sage seit vielen Jahren schon, wenn ich jemanden bitte nach vorne zu kommen, nicht nur, kommen Sie bitte nach vorne, sondern ich sage, stehen Sie bitte auf und kommen Sie nach vorne. Also zwei. Komischerweise wird dann beides befolgt. Dabei ist die Verkettung ja eigentlich Unsinn, denn nach vorne zu kommen, müssen Sie aufstehen. Aber das ist offensichtlich egal. Stehen Sie bitte auf und kommen Sie nach vorne und plötzlich funktioniert. Und seitdem ich das probiere und weiß und anwende, begegnet mir diese Formel überall. Also beim Radio zum Beispiel. Greifen Sie zum Telefon und rufen Sie uns an. Ja, wie denn sonst? Oder im Internet. Klicken Sie hier und fordern Sie unsere Newsletter an. Es sind immer zwei Aufforderungen. Und auch das können Sie sofort nutzen. Ja? Zum Beispiel, geh nach oben und räum dein Zimmer auf. Oder aber, komm her und küss mich. Come here and kiss me. Zwei Aufforderungen. Das funktioniert wunderbar. Jetzt haben wir eine Sache gelernt, wie wir Menschen führen können über eine Verknüpfung. Aber sehr oft ist es doch auch so, dass wir eine Frage stellen und insgesamt hoffen wir, dass der andere Nein sagt. Das kennen wir doch auch, oder? Da habe ich ebenfalls einen Tipp. Also angenommen, Sie haben Gäste. Sie hätten gerne, dass diese Gäste gehen. Können Sie natürlich mit dem, was Sie bisher gesagt gelernt haben, können Sie zu diesen Gästen ab jetzt sagen, steh bitte auf und geh nach Hause. Klar, das kann man machen. Stand up and go home. You could say so, but it's not really the most elegant solution, is it? It would be more elegant if you asked the right question with the right words, with the right body language, and the right question would be the following. Willst du noch ein Glas Wein? You would ask, would you like to have another glass of wine? But lift your voice at the end, because we know if you lift your voice at the end of the question, it's not ended yet. The sentence is only ended if we lower the voice at the end. We feel it. Maybe we never learned it, but it's our intuition that tells us. Use that. Willst du noch ein Glas Wein? You want another glass of wine? Hinten dran kommt eines der am meisten unterschätzten Worte der deutschen und auch englischen Sprache. Most underestimated words in German, English, works in all languages. Oder. Or is the little word. And that would be the question. Wein oder? Would you like to have another glass of wine? Or das ist super. Don't say anything. Der andere, that's superb. Because the other person will automatically think about the end of the sentence. It's similar to nodding, because the other person you addressed will continue to think what the end of the sentence is. Not. Well, try to think about no and say yes. It's stressful. We don't like to do that. It's much easier to say no. So very probably the situation will be the following. Would you like to have another glass of wine? Or, oh no, I just was about to leave anyway. That's great, isn't it? You can use the and the or. The or is so handy. You want to stay at home or? No, we could go to the pictures, couldn't we? Ja, auch schön. Another nice one. Gegen 10, 11. Tonight. Sie liegen im Bett. 10 o'clock, 11 o'clock, you're in bed. Next to your partner. And you're just casually asking, you want to sleep? Or das ist der beste Tipp, den Sie heute am ganzen Tag bekommen werden. Tip you will get today. You'll try it out and you will think of me. It was a bit mean, also wasn't it? Noch mal kurz zusammen. Let us wrap up. Lesen und Menschen führen Reading miteinander and leading Zuerst müssen people wir erkennen, are was closely in dem anderen intertwined. vorgeht, First of all, wo we der need to herkommt. recognize what's happening Der in the inside of another person, where he or she comes from, whether he or she is relaxed or not. These are the cornerstones of body language. The inner mindset is the outside body language. Once I've recognized it, I can adjust, I can react. We can pay attention to the sequence of gestures and see whether
whether somebody is truthful or not. And the right words and empathy can help to bring people to better accept one of our ideas instead of imposing them. I've got one interactive test left for all of you. The means of conversation should demonstrate how that can function. Brauche ich jetzt jemanden von Ihnen? Need somebody Wir können ja leider nicht in the chat. live zuschalten, aber wir brauchen jemanden Unfortunately, we cannot have somebody connected Stefan live. hat sich bereit erklärt, aus dem Chat somebody jemanden here. auszuwählen. Ich möchte Stefan das machen, damit klar ist, dass ich keine will Person choose hier somebody from the chat. I don't want to do it because I don't want to give the impression of having predefined somebody. Nummer 4 finde ich gut. Nummer 4, alles klar. Shall we take number 4, 5? No, I think number 4. Alles klar. Before you start, people are very active. The next question is, do you really want to work with analog files and folders? No, this is the way it works. Now, what's quite nice is you can play around with that. If you want to learn more about it, there are so many pieces of information about what you can do. Well, you're just telling me, what is the person we want to take? Number 4. It's your decision, Stefan. Okay, here's number 4. Okay, what we will do is the following. Let us see how people link terms with other terms, because it doesn't work differently. If I tell you one word, everybody hearing it has a different perception. And via that thought comes an emotion, and the emotion triggers an act. Let us assume I'm saying sun, beach, sea. We'll probably all link that up with something very pleasant. Let's assume I'm saying beach. Wir machen mal Wortpaare. Or weiß, dann white. Viele von Ihnen direkt People are thinking of black immediately. Mond als Let's assume I'm saying Sonne, moon. und so weiter und so fort. People would think about the sun, etc., etc. So let us pursue in it. Und wir brauchen jetzt gleich eine Reaktion im Chat. We need a Stefan reaction in gesagt, the chat. Stefan said person number 4 has been chosen. Let me take the word Gurke. Und Gherkin die vierte Person or cucumber. im Chat wird genommen, And the fourth was diese person Person in the chat automatisch will verbindet then mit tell dem us Wort what Gurke. he or she automatically links Haben wir schon up jemanden, or Stefan? thinks Ja, when Nummer he or 1 she is ist thinking Dill. about cucumber. Okay. Dill is Da kommt number das 1. nächste. Nummer 2 ist Fisch. Fish, Okay. number 2. Den vierten nehmen wir, ja? Die vierten haben wir gesagt. Und haben wir schon gesehen, es sind verschiedene Assoziationen. And you see, die there are hergestellt different werden. associations Ist that have been Salat. expressed. Und Salad. Nummer 4, das ist das, was wir dann auswählen. And number Barbara 4. Rea sagt Tomate. Oh, Tomato. das ist interessant. Also, mit Gurke So wird cucumber im is the vierten word. Chat verbunden, And das Wort in the person number 4, the Tomate. chat Also Gurke, Tomate, alles link klar. that up to the word of tomato. Gurke, Tomate. Cucumber, tomato. Selbe Teilnehmer jetzt bitte. Wie ist der Name Same des participant. What's the name of the participant? Es sind so viele, die sich danach noch gemeldet haben. Wir bleiben beim vierten. Number 4, still. Das Gurke. war Barbara Rea. Barbara. 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 Auf Gurke haben Sie gesagt To Tomate. cucumber, you said Als you nächstes, link it up with Barbara, tomato. gehen wir noch einen Next, Schritt Barbara. weiter. Ich nenne Let's jetzt take eine it a step Zahl further. und Sie nehmen Let me give einmal you a ein number, Land, das Ihnen and zu you dieser Zahl will einfällt. Das heißt, wir think about a verknüpfen zwei Dinge, country die erstmal that überhaupt comes to your nichts mind miteinander when zu I tun mention the haben. number. Sie So nehmen we're linking up irgendein things Land that auf der don't Welt. have to do Großes Land, anything with kleines each Land, other. bekanntes Land, Take any unbekanntes country Land. in the Sie world, big entscheiden. country, small Und die country, Zahl, die ich well jetzt known, nenne, ist not die well known Zahl country. The number I'm telling you 77. is Barbara, welches 77. Land verbinden Barbara. Sie mit der Zahl Which is the country you link with the number Stefan? 77? Kommt noch nichts. Ja, Nothing Wir yet? haben ein kleines bisschen Versatz, weil wir tatsächlich vollkommen in live Ordnung. sind. Ja. Sobald Got a bit of a Barbara delay antwortet, as soon as sofern sie nicht, Barbara ausgeschaltet replies. hat, As far as zu she's not verblüffend switched findet, off, because she's probably werde too ich das nennen. surprised by the question. So, da ist sie. Ja. There she is. Oh, das ist Ethiopia. Oh, 77 that's interesting. ist 77, Äthiopien. Ethiopia. 77. Äthiopien. 77, Ethiopia. Barbara. Barbara, Sie hätten genauso gut ein anderes Land You could have assoziieren können. Oder Sie hätten associated a Gurke different auch ein country, anderes and Wort you could assoziieren have können. Wie wir im associated a Chat gesehen haben, haben das different ja auch word viele to andere gemacht. cucumber, as we Ihre saw in the Wahl chat. A lot of other war people did so. Gurke, Your Tomate, choice was 77 cucumber, Äthiopien. tomato, Ich zeig's noch mal 77, kurz. Ethiopia. 77 Tomate, Showing you. 77 Äthiopien.
Gurke, Tomate. 77, Ethiopia, then cucumber, tomato. Now things are getting a bit more exciting. Stefan, come a bit closer. Because before everything started, I've got my wallet here. I put something into my wallet. Open it, please. Und da siehst du, Stefan, da ist hier And so ein you'll see Reißverschlussfach, richtig? there's the zipper compartment. It's closed, isn't it? Unzip it, please. Jetzt, schau mal da rein, was ist da drin? Look inside. What's in there? There is a little piece of paper, folded piece of paper. Take it out, please. Open it Lies mal zunächst nur für dich, and was da steht. read only for you. Don't read aloud what's written there. Und wenn du es für dich gelesen hast, dann And lies once doch bitte you've mal read laut it vor, was for hier yourself, steht. read out loud what's written. My today's spectator will link tomato to the term cucumber and with the number 77, the country Ethiopia. Thorsten Havener. Thorsten Havener. Mega. Und damit Unreal. danke Mega. ich Ihnen allen ganz And herzlich fürs Zuschauen. Ich danke Stefan thank you dir very ganz much herzlich. Du warst ein großartiger for Gastgeber. being Ich habe our mich sehr viewers gefreut- today. hier mal. Ich habe Thank mich you, sehr gefreut, Stefan, dabei for the zu sein. moderator, Wenn the Sie noch host. Fragen I haben was sollten, so glad to be schreiben Sie here in den with you Chat. today. Ich If tue you've mein got Bestes, questions, alle write it Fragen down in zu the chat. I will beantworten. do Und my very ansonsten best to Ihnen answer allen the einen question. schönen Tag. Eine Sache Otherwise, I wish Vielleicht you haben Sie ja a den very einen oder nice day. anderen There's one Impuls thing. mitgenommen, was Maybe Sie you jetzt got anwenden some wollen. Sie entscheiden sich incitation, also und some sagen, das ist impulse ein spannendes Thema. from what Ich I guck said, da and jetzt mal you drauf. want to use Eine it, Entscheidung apply it reicht. in everyday's life. Eine schöne Geschichte Decision is not enough. von There's a 5 nice Vögeln. story of Und diese 5 5 Vögel, die birds. sitzen auf einer The 5 Stromleitung. birds are Und von sitting diesen on 5 a Vögeln entscheiden sich electricity 3, cable, and woanders hinzufliegen. Meine 3 Frage of them ist, wie decide viele to dieser fly Vögel sitzen somewhere jetzt else. noch auf der How Leitung? many of the Die birds are still Antwort sitting lautet on that cable? The answer is 5. 5. Denn diese 3 haben sich Because nur the entscheiden three müssen, only loszufliegen. decided to Eine fly Entscheidung somewhere else. bedeutet A nichts. decision Unser Leben doesn't mean reagiert nicht auf anything. Entscheidungen, Our unser life Leben doesn't reagiert react auf to Handlungen. decisions. Our Das heißt, wenn life Sie does irgendeinen react Impuls to mitnehmen, action. sei So das if bei you mir, want to sei das bei take einer der an Sessions, die impulse, heute noch be kommen, it sei das from bei me or irgendetwas, any was other Sie session in heute the course hier of the für day, sich mitnehmen anything you und learn entscheiden from Sie, setzen today, das um, and you dann decide bleibt for bitte yourself nicht to bei put der it into Entscheidung, practice, sondern please nehmen Sie don't vor, leave Sie it haben with a ungefähr 3 decision. Tage Zeit, den You've got ersten Schritt zu roughly gehen. 3 Psychologisch, days in wenn wir order in to 3 take the Tagen first nicht step. anfangen, machen wir es gar nicht mehr. Psychologically speaking, Nehmen if Sie you sich don't start 72 within 3 Stunden days, Zeit you won't und start gehen Sie den ever. ersten Schritt, Take denn unser 72 Leben hours and take the reagiert first step auf because Handlungen. our life Damit reacts to wünsche ich Ihnen actions. noch einen schönen Tag. Danke für die Einladung. Having Danke said an that, euch alle. Danke an das have a Team im nice Hintergrund. day. Ihr wart Thank alle you for the super. invitation. Ciao. Thanks to the whole team. Wonderful.